Meine neue Reihe mit Boxen für Adventskalender. 2019 habe ich schon einmal mehrere Verpackungen mit Designerpapier in 6x6 Inch angefertigt und gezeigt. Jetzt also mein Adventskalender 2.0, verschiedene Boxen, Schachteln, etwas größer und dazu die Anleitungen mit neuen Designerpapier. Heute zeige ich dir den Milchkarton. Kleine Variante und jetzt gibt es eine größere. Bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ein Milchkarton, eine Verpackung. Hier die kleine Variante in 6x6 Inch, also 15,2 x 15,2 cm. Und jetzt eine größere Variante. Ich habe schon mal den Prototypen einmal zusammengesetzt. Meiner wird heute so ähnlich. Ginge natürlich noch größer, aber ich habe mir gedacht, wir wollen ja wieder rationell arbeiten. Der Plan ist ja, dass wir mit einer Packung Designerpapier in 12x12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm, da sind 12 Seiten drin, einen Adventskalender mit 24 Verpackungen hinbekommen. Und das würde auch funktionieren bisher so, dass wir von jeder Verpackung das gleiche machen könnten oder wir können auch kombinieren. Jetzt habe ich hier einen Schnipsel Designerpapier, der ist noch übrig von der Verpackung von der selbstschließenden Box mit Boden, von der richtig großen. Das war ein Streifen in 9 cm und hier ist noch mindestens 11 cm übrig und die werden wir heute verarbeiten für unseren Milchkarton. Und des Weiteren habe ich mir gedacht, ich nehme einfach ein halbes A4-Blatt, also ein A5-Blatt und habe daraus den Milchkarton konstruiert. Designerpapier dann da drauf und in der Größe würden wir also aus einem A4-Blatt 2 Stück bekommen. Jo, geht auch gleich los. Kleine Empfehlung noch, man könnte das gleich wieder kleiner bauen, nicht in dieser länglichen Form wie mit dem quadratischen Blatt, sondern so, eben nur halb so groß. Dann bekommst du aus einem A4-Blatt 4 Teile. Genau, das war die Mathematik für Adventskalender und jetzt geht es auch schon los. Also das Stück Farbkarton in 14,8 x 21 cm, was am Ende A5 ist. Dann brauchen wir den Papierschneider und wir fangen jetzt einfach mal an einzulegen, die Schneideklinge weit weg und legen an bei 5 cm, 10, bei 15 und bei 20, beziehungsweise wir könnten auch hier hochklappen und bei einem anlegen. Aber ich habe ja das Beinchen extra ausgezogen. So, und jetzt machen wir es ein bisschen anders. Jetzt fangen wir oben an mit 1 cm bei der kurzen Seite. Dann drehe ich es einmal komplett rum. Die nächste Falzlinie kommt bei 5 cm. Auch da kann man richtig viel variieren. Also das sind so die typischen variablen Boxen, sage ich mal. Und ich lege an bei 11 cm. Also 1, 5, 11. Und das ist es. Den Rest mache ich jetzt mit Lineal. Und zwar brauche ich noch 2 Markierungen. Wir haben jetzt hier die Klebefläche. Da brauchen wir das untere Feld nicht, aber oben die beiden. Also klebe ich hier schon mal mein doppelseitiges Abreißklebeband auf. Dann ist das schon mal markiert. Und jetzt muss ich einmal gucken, ob ich mich hier irgendwie vermessen habe. Mann, das Augenmaß ist ja wieder der Hammer. 5 ist 5 ist 5. Und jetzt überlege ich, warum mir das so breit vorkommt. Aber es ist... Ich sehe nur ein bisschen schief. Okay, da stören wir uns. Wenn es nicht hinhaut, wirst du ja merken. So, dann nehmen wir das eine Feld hier mit 5 cm und machen uns oben eine Markierung bei 2,5, also genau in der Mitte. Das nächste lassen wir aus. Das danach folgende machen wir das gleiche nochmal bei 2,5. Also Feld 1 und Feld 3. Jetzt nehmen wir uns sowas wie ein Falzbein. Ich habe hier den Aufhebhelfer mit dieser Kugelspitze und ziehe jetzt hier zu den nächsten Ecken darunter liegend Diagonale. Oben ist meine Markierung und ich ziehe nach links und rechts die Diagonale. Und das mache ich hier auch hier vorne mit diesem Feld genauso. Ich zeige dir das auch gleich nochmal nach oben. Und hier auch, dann habe ich 4 Diagonale. Die lassen sich übrigens auch super falten. Aber wenn du es ganz exakt haben möchtest, dann ist das so besser. So, jetzt halte ich es mal so ein bisschen auf den Bildschirm gucken gegen das Licht.
und du kannst die Diagonalen sehen. Und jetzt wird gefaltet. Wird ja eine Box, also geht das alles einmal in die eine Richtung und wir hätten dann so die Box zusammen. Der Boden geht nach innen. Hier die Milchkarton-Verpackungsecke geht nach oben und der Streifen ganz oben geht nach außen. So, damit das alles richtig ist. Und diese machen wir zu Talfalten. Also wir falten die Diagonalen nach innen. Innen und nach innen. Ja, und dann können wir kleben. Wir könnten natürlich auch erst das Designerpapier aufsetzen, das machen wir auch. Ich bin immer noch am Überlegen, warum ich das Gefühl habe, dass dieses eine Feld breiter ist. Mann, Mann, Mann. Eine optische Täuschung. Ich nehme jetzt meinen Schnipsel und ich habe ja gesagt, der ist 9 cm und die Auflagen müssen jeweils 4,5 sein, also einmal halbiert. Dann lege ich die aufeinander. Das passt und in der Länge 5,5. Müsste also auch passen. Dann haben wir wirklich rationell verschnipselt unser Papierchen. 5,5. Dann bleibt hier so ein kleines Mückchen übrig. Ja, und die können wir hier schon mal wunderbar aufkleben. So, und da die gut um die Ecke gehen, ist es auch vom Motiv her jetzt nicht so wichtig, ob die nur übereinstimmen oder nicht. Ja, hier steht meine Kiste mit all meinen kleinen Schachteln von dem letzten Adventskalender 2019. Die Anleitungen verlinke ich dir natürlich gern. Und du kannst auch in einer Playlist suchen, da sind die alle aufgeführt und auch noch einige andere Schachteln, die man super für einen Adventskalender verwenden kann. Machen. Wollten wir nicht das Wort machen vermeiden? So. Die nächste Seite, wie gesagt, das Motiv muss hier nicht stimmen, da das um die Ecke geht. Bei jeder Seite anders. Kannst du natürlich übereinstimmend machen, aber geht auch nur bedingt, weil wir haben ja hier so ein Reststück genommen. Und die Felder ja am Ende in 4 Feldern aufeinander. So. Text. Das letzte Feld hier drauf. Milchkarton-mäßig. Warum heißt der Milchkarton? Weil es eben hier oben so diese Tütenform gibt. Ja, geht in allen Größen, kannst du dir jetzt schon vorstellen. Kannst du fleißig konstruieren. Jetzt wird mal ein bisschen geschnitten. Hier unten dieses Feld kommt ab. Jetzt schneide ich hier schräg. Und dann schneide ich den Boden jedes Feld ein und die lasse ich aber komplett. Weil normalerweise passt das gut ineinander. Es sind ja lauter rechte Winkel. Da ist eigentlich nichts zu viel. So, jetzt haben wir unsere Klebefläche hier drüben. Und das sind ja 4 Felder der gleichen Größe, wie wir festgestellt haben. Also können wir das wunderbar hier drauf klappen. Und dann passt das in beide Richtungen. Und jetzt siehst du, hier oben faltet sich das praktisch von selber. Wunderbar. Das passt schon. Nochmal aufstellen und jetzt entweder mit doppelseitigem oder mit Flüssigkleber. Ich traue mich mal wieder an den flüssigen. Klebe ich jetzt die gegenüberliegenden aufeinander. Und das letzte Feld drauf. Gucke, dass das alles passt. Drehe das um. Nehme mein Falzbein und fahre da nochmal innen mit viel Druck gegen. Jo, und warum unnötig verlängern? Das ist auch schon der fertige Milchkarton. Das war doch wieder mal absolut einfach und schnell. Und jetzt zur Dekoration. Du weißt ja, ich werde das am Ende komplett alles mit Nummern versehen. Hier wäre wieder eine Idee. So kann man das natürlich wunderbar gestalten. Man könnte auch hier oben einfach Bändchen dran machen an die Klammer und es so den Anhänger dran setzen mit der Nummer drauf. Wir können hier auch lochen, dass wir das überhaupt anhängen können. Also Möglichkeiten ohne Ende. Ich mache das jetzt mal hier mit meinem Schild für alle Fälle. Lege ich so rum und schon ist die 4. Verpackung fertig. Aus. Die selbstschließende Box mit Boden und die Box ohne Boden. Das ist da auch sehr schön. Ja, nochmal die kleinen noch dazu sortieren, damit du siehst, was hier alles möglich wäre. Die Anleitungen sind, wie gesagt, verlinkt, werden verlinkt. Eine suche ich gerade, wo habe ich sie versteckt?
runtergeflogen. Also eine Verpackung muss ich dir gerade mal schuldig bleiben. Die ist beim nächsten Mal wieder wunderbar verlinkt. Ja, die ist hier irgendwo im Objekt. Hat dir mein Projekt gefallen, dann gib mir doch gern einen Daumen hoch. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Ideen. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.